Alrighty then und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shakes and Fidget zum späten Freitag, denn es haben sich zwei interessante Nachrichten ergeben. Die eine ist jetzt nicht ganz neu, denn es gibt Exclusive Community Sale. Das war soweit schon bekannt, man kannte auch schon die Paketnamen, aber den genauen Inhalt und die Limitierung ist erst seit heute 15 Uhr bekannt. Darüber möchte ich mit euch reden, denn da ist ein bisschen was anders als sonst. Und da kann man auf jeden Fall positive Aspekte draus ziehen. Man kann aber auch weiterhin Sachen kritisieren. Und eine zweite Nachricht, die Stand jetzt noch nicht in-game ist. Es gibt die neuen Fusionsankündigungen. Also ich glaube, die Fusionsdaten sind soweit ja im Vorfeld schon bekannt gewesen. Trotzdem finde ich die nächste Fusion sehr interessant. Auch das möchte ich kurz in diesem Video beleuchten. Ja, Stand jetzt sieht das Ganze so aus. Community Sale Package, 5 Packages gibt es. Eins für 5, eins für 10, 25, 49 und 100 Euro. Wobei, aktuell gibt es nur noch die Variation ab 25 Euro, denn die ersten beiden sind schon ausverkauft. Und da haben wir gleich mal eine interessante Änderung, die ich erstmal vorab positiv benennen möchte. Es wurde auf den Wunsch der Community gehört, Special Packs in dieser Form jetzt nicht mehr so anzubieten, dass man das nur nacheinander kaufen kann, sondern alle auf einmal anzubieten. Und die günstigsten Pakete sind halt jetzt ausverkauft, weil es pro Stück 1000 zu kaufen gab. Wir haben es jetzt etwas mehr als eine Stunde nach dem Release der Pakete und das ist halt wiederum auch gleich ein negativer Punkt. Diese Limitierungen in Stückzahl, die sind sehr, sehr schwierig, denn ich würde behaupten, dass über 50% aller Spieler jetzt vielleicht gar nicht am Handy waren. Klar, sie wussten, okay, 15 Uhr, es ist limitiert. Da wurde auch ein ziemlich hoher Web-Traffic erzeugt. Ich glaube, direkt nach 15 Uhr war der Server erstmal down. Das ist dieses, ja, ich muss da sein, damit ich es halt kriegen kann. Und vielleicht hat der eine oder andere sich die Zeit freischaufeln können, aber viele Leute haben es vielleicht gar nicht geschafft. Und das ist auf jeden Fall dann noch ein Thema, wo auch gleich die Content Creators schon vor dem Release Blyer auch direkt angesprochen haben und gesagt haben, also Special Sales sind ja prinzipiell nice. Was ist der Hintergrund und wie sieht das mit den Limitierungen aus? Und da ist auf jeden Fall die Meinung einschlägig über die Content Creatoren schon vermittelt worden, dass diese Limitierung auf Stückzahl pro Paket nicht gut ist. Ich persönlich finde es wie gesagt gut und hoffe, dass auch alle weiteren Special Sales direkt alle verfügbar sind, dass man die nicht nacheinander kaufen muss. Ich denke, das wird sich so etablieren. Aber ich fände es halt auch schön, wenn man sagen würde, okay, die sind zwar ab 15 Uhr kaufbar, aber dann halt limitiert auf 24 Stunden Verfügbarkeit oder limitiert auf ein Wochenende. Also jetzt war ja die grundsätzliche Aktion ja genauso ähnlich geplant wie das normale Special Sales Wochenende, die Pilzparade oder Prachtparade der Pilze. Und so hätte man auch sagen können, okay, die Pakete sind halt verfügbar also über eine gewisse Dauer. Ich werde jetzt für EU 17 nämlich das mal kaufen. Übrigens hatte ich Gorgos gesagt, weil er mir bei einem Thema geholfen hatte, dass der nächste Kauf auf seinen Nacken geht. Da nehme ich jetzt auf jeden Fall gleich mal seinen Creator-Code hier rein. Also die ersten 1000 Accounts, also Anmeldungen im Webshop konnten sich jeweils ein Paket schon kaufen und die anderen, da sind eben noch entsprechende verfügbar. Mir wird das 25-Euro-Paket jetzt nicht mehr angezeigt, weil ich es eben gekauft habe. Das heißt, die Limitierung war ein Stück pro Account oder eben pro Server, kann man so sagen. Und ja, das finde ich zumindest gut, dass sie auch hier diese Limitierung 1 pro Account gemacht haben, damit eben jetzt verhindert wird, dass einer ganz viele Pakete kaufen kann. Das ist schon mal auch nicht schlecht durchdacht. Und da finde ich einfach nur, wäre es vielleicht cool, das nicht auf Stückzahl, sondern eben auf eine Dauer zu limitieren, damit auch wirklich jeder, der Geld investieren will in das Spiel, die Chance hat auf die Pakete. Das 25-Euro-Paket war auch eine super Sache, weil es hat 200 Pilze mehr, ist das schon 20% erhöhte Angebot von Playa Games. Plus die Metalle und gerade die kleinen Pakete, die haben halt mehr als das Doppelte an Pilze für den gleichen Preis gebracht. Also die sind es auf jeden Fall auch wert. Ich vermute, es hätten mehr als 1000 Leute, wenn man diese Limitierung der Zeit einfügt, anstelle 1000 Stück, dass insgesamt mehr als 1000 diese kleinen Pakete gekauft hätten. Davon würde ich ausgehen. Also ich hätte auch auf EU 17 jetzt zum Beispiel die 2 Pakete auch geholt. Oder auf einem, sag ich mal, auf dem Server, wo ich relativ neu bin.
zum Zeitpunkt des Sales. Ich denke, das würde sich für Bleier mehr rentieren und eine limitierte Stückzahl. Ich meine, man könnte ja auch die teureren Pakete limitiert lassen, das irgendwie ein bisschen kombinieren. Also da gibt es auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial. Und nochmal auch zu dem Thema Free-to-Play-Spieler. Bleier Games hat uns auch mitgeteilt, dass überhaupt diese Special Packs, nachdem es ja schon viele Aktionen zuletzt gab, involviert wurden, um der Community was zurückzugeben, den auf Englisch formulierten loyalen Nutzern auch was zurückzugeben. Und im Pay-to-Win-Segment ist das ja damit auf jeden Fall auch erfolgt. Und gegen Special Sales hat ja prinzipiell nie jemand was, der Pay-to-Win spielt. Aber wenn man halt natürlich einfach das Statement nimmt, dass man den loyalen, aktiven Mitgliedern von Shakes & Fidget nochmal was zurückgeben will, dann ist es natürlich sehr schade, dass die Free-to-Play-Spieler dort jetzt im Prinzip auch außen vor sind. Das ist ja eine Sache, die schon sehr häufig immer passiert. Wir haben natürlich, darf man nicht vergessen, in den letzten Jahren gewisse Dinge für die Community bekommen, die auch Free-to-Play nutzbar sind, zum Beispiel viele Daily Codes, die ein paar Lucky Coins oder Epics anbieten. Das gab es vor vielen Jahren fast gar nicht. Wir haben den Gratis-Pilz einmal in der Woche. Wir haben natürlich die Twitch-Drops und auch die Verlosungen über die Shakes & Fidget Streams. Wir haben die Creator-Codes mit ihren Giveaways oder auch Codes, die sie verteilen können. Also auch für Free-to-Play-Spieler gibt es schon die Chance, theoretisch einiges mehr zu bekommen. Die Events wurden angepasst. Das ist alles richtig. Dennoch ist natürlich gerade mit so einer Aussage, die wir bekommen von Bleier, dass es für die Community ist, da hätte ich es halt natürlich mega gefeiert, wenn man einfach gesagt hätte, okay, es gibt auch ein Paket, das im Account ohne zu kaufen akquiriert werden kann und das bestenfalls halt auch nur mit einer zeitlichen Limitation und wenn es jetzt nur 50 Pilze gewesen wären oder Lucky Coins oder so ein kleines Paket, ähnlich wie man das auf Twitch auch gewinnen kann, ich glaube, das wäre richtig fett geworden, weil jeder Spieler, ja auch die Pay-to-Win-Spieler profitieren von Free-to-Play-Angeboten, der eine oder andere zieht sie sich nicht, also tatsächlich frage ich mich immer, wer holt sich einmal die Woche den Gratispilz von den Pay-to-Win-Spielern ab. Ich weiß es nicht, die Eco-Spieler mit Sicherheit, die Free-to-Play-Spieler sicherlich auch. Oder wie oft wird das Feature wirklich genutzt? Und auch das werde ich nochmal als Feedback gegenüber Bleier bringen, dass es prinzipiell ein richtig guter Schritt auch war, aber in so einem Atemzug auch irgendwas für die Free-to-Play-Spieler sehr cool gewesen wäre oder in Zukunft sein würde. Auf W50, mein Berserker, den ich mal bei den Störartigen irgendwann zu Ende gespielt habe, werden wir also mit vielen anderen bekannten Servern fusioniert. S43.de ist da mit dabei, S35 der Tschechen ist da mit dabei und viele weitere W-Server rund um W50. Und W50 war ein sehr interessanter Server. Wir haben jetzt zwar mittlerweile auch nicht mehr so viel Aktivität wie damals, aber gerade in dem Bereich der Top 30 haben wir sehr viel Aktivität noch dabei und vor allen Dingen haben wir da auch immer einen Server gehabt, der sehr gut unterwegs war beim Elevator, bis die Fusion kam. Dann ist er ins Hintertreffen geraten. Aber es gibt immer noch sehr viele gute Gilden auf dem Server und vor allen Dingen auch Gilden, die von Anfang an dabei waren. Spieler, die von Anfang an dabei gewesen sind. Ich habe auf W50 meine Players to Watch und Gilden-Vergleichsprojekte lange Zeit auf meinem Kanal gepflegt. Und wenn ich schon sehe, mit Neo zum Beispiel als Führer von Exil, Neo war damals woanders, The Prophecy als Gilde, die sich anfangs der ersten Tage, glaube ich, gar nicht in der Top-Bereich gezeigt hat. Die Holzfällerhütte rund um Dorsam, natürlich die 3 Top-Gilden, die schon seit fast Beginn an Tops unterwegs sind. Ich glaube, damals auf W50 gab es auch das Thema mit der anderen Gilde, ich weiß auch gar nicht mehr, wie sie heißt, rund um Davalon. Also es war ein sehr interessanter Server und ich will mal schauen, die alten Daten mir mal raussuchen und gucken, wer da jetzt wirklich alles noch wie dabei ist und das noch vor der Fusion mal bringen und dann auch schauen, wie sich der Fusionsserver schlagen wird, international, vor allen Dingen auch mit dem nächsten Elevator. Das könnte auf jeden Fall sehr interessant für das Ranking sein und ja, das ist also echt interessant. Ich glaube, viele von euch haben einen Char auf W50 entweder noch relativ, schon von damals gespielt oder auch
Aufholchars, die später entstanden sind. Hier haben wir zum Beispiel gleich auch Necromancer dabei, also ja, Necromancer auf jeden Fall, vielleicht auch den einen oder anderen Paladin in den Top-Gilden als Aufholchar. Vielleicht will jemand noch auf W50 jetzt anfangen, damit dann das Fusionsevent mitgenommen werden kann, um auch einen Aufholchar zu spielen. Also das wird sehr interessant werden für die Fusionswelten. Und dementsprechend möchte ich das Ganze auch bestenfalls ein bisschen begleiten. Ich möchte nicht aktiv spielen, aber ich möchte mir das auch auf dem Server hin und wieder dann mal anschauen und vielleicht auch den einen oder anderen Spieler dann nochmal im Prinzip anschauen. Ich wurde sogar mal in eine Gilde eingeladen im Mai zu den Ritzenflitzern. Guck mal, die gab es auf jeden Fall noch. Vielleicht habe ich auch mal zeitweise Bock zu spielen. Ich muss mal echt gucken, wie ich das so handhabe. Aber dazu müsste ich diesen Char auf jeden Fall erstmal in meinen Account einbinden. Das habe ich nämlich noch nicht gemacht. Und ja, genau. Hier haben wir noch die Player der Players to Watch. Und einige haben noch eine Gilde. Da müssen wir auf jeden Fall demnächst noch mal reingucken. Also das war's dann erstmal von mir. Ich wünsche euch was. Haut rein, macht da Tschüss und Servus. Euer Basti. Und PS, natürlich auch ein schönes Wochenende an euch.